Willkommen zurück zu Deus Ex Human Revolution. Wir erkunden seit dem letzten Mal Pangaea und ich bin immer noch von der Stimmung hier begeistert, weil man die ganze Zeit rumläuft und erwartet, dass was passiert und es passiert nichts und es ist ähnlich wie in einem guten Horrorspiel, habe ich das letzte Mal schon gesagt. Und das finde ich total klasse hier. Und wir versuchen quasi alles zu finden, was es hier gibt, weil ich damit rechne. Moment. Ich rechne nämlich sehr damit, dass die Action bald losgehen wird. Ich habe einen Gegner auf dem Radar, aber den kann ich leider noch nicht sehen. Müsste eigentlich da irgendwo ums Eck sein, aber nee, ich kann ihn nicht sehen. Aber ich kann auch ganz normal rumlaufen, ohne dass er mich hört. Das ist, wenn ich was werfe. Jetzt ist er alarmiert. Oh, hallo Glitch. Okay, da tritt einer hohl. Wenn man ihn mit Kisten bewirft. Hier geht's noch außen rum. Habe ich jetzt eine bessere Sicht auf ihn? Nee. Wo ist der? Ist er da drin? Leute, ich stehe gerade fast auf ihm. Der ist da auf der anderen Seite der Wand. Ein E-Book. Süß. Okay, über oder unter mir ist ein Turm. Und wieder viel zu viele Räume, viel zu viele Türen, viel zu viele Wege. Und viel zu wenig, was passiert. Mhm, der dreht da drin echt hohl. Hier sind überall nur Dosen. Aber auch dieses Hohldrehen, was der bringt, ist perfekt für die Stimmung. Also man hat den Gegner, der kann nicht mit einem interagieren, man kann nicht mit ihm interagieren. Aber der zeigt, was die Grundstimmung ist. Nämlich alles verrückt und alle gehen ab und ja. Das ist halt wirklich so ein, wir stressen uns gegenseitig. Und wir erlösen ihn. Und das ist das, was ich meine. Das ist halt so cool gerade. Ein PDA. Türcode für Übergangsgarderobe. Mhm. Das ist keine Übung. Ist da noch irgendwo ein Schränkchen? Nö. Hier liegt ein Cyberboost und Plasma. Ich weiß, ich wollte die Plasmakanone eigentlich nicht verwenden, aber wenn ich jetzt so ein bisschen Munition finde, warum eigentlich nicht? Habe ich woanders schon welche liegen lassen? Ich weiß es gerade nicht. Aber vielleicht kommt es auch zu dem ursprünglichen Plan, den ich hatte, und wir verkaufen die einfach. Und haben damit einen kleinen Geldbonus. Okay, hier außenrum war nichts. Da hinten war auch kein Weg mehr, soweit ich weiß. Ah, unsere Sprintdauer ist schön. Halt. Davor wollen wir jetzt. Da brennt's. Ich weiß nicht, was das für Glas ist, aber hätte das eigentlich nicht splittern oder schmelzen sollen? Ein Stopworm mitten auf der Toilette. Ich weiß nicht, wer den dahin gepackt hat, aber ich bin ihm dankbar, weil Stopworms kann man immer mal wieder gebrauchen.
Auch hier Credits. Wer auch immer 130 Credits liegen hat lassen. Danke dir. Ich weiß zwar nicht, wo ich noch Geld ausgeben kann, aber wir haben mal ein paar mehr Credits. Okay, da sind wir hergekommen. Da müssen wir wahrscheinlich hoch. Und hier ist eine Stufe 4 Tür. Ah, das ist die Behelfsgarderobe. Da haben wir einen Code. Die ersten will ich nuken. Jetzt kann ich normal erobern. Jetzt sind die Levels niedrig genug. Oh, bei dem Einser ging er los. Ne, ein Dreier, die Zweier mache ich ganz normal und beim Einser reagiert er. Und wieder mal Vorschau. Hypnostim 4. Die werden wahrscheinlich auch in 5er-Paketen gestapelt. Yep, werden sie. so leicht kann man das testen. Nuke-Virus. Wodka. So, dann... Ah. Hab. Noch ein Stopworm. Und da ist noch ein Lüftungsschacht. Aber erstmal schauen wir uns den Computer an. Auch hier die Notfallabriegelung noch mal ein paar. Okay, da ist ein automatisiertes Netzwerk, was man fragen kann und dem man E-Mails schicken kann und das ist dann was zurückschickt anscheinend. Ich rieche, was der Endgegnerkampf wird. Irgendjemand, irgendwas, was dieses System zu sehr missbraucht und mit der ganzen Station gegen uns kämpft. Irgendwie sowas kann ich mir da vorstellen, doch tatsächlich. Ein Sturmgewehr, nein, 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 nein. Okay, und hier ist zu. Hier. Jetzt wäre ich gerade fast an dem Cool-System vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob ich das auf meiner Plasmawaffe schon habe. Wo ist denn die Plasma? Laser? Plasma. Untersuchen. Hat's schon. Gut, dann nehme ich die nützlicheren Dinge mit. Munition und Outs. Auch wenn ich die Outs wirklich nicht mehr brauche. Ich meine, ich hab jetzt 15 Outs. Ich hack 5er-Systeme ohne Nachdenken. Die könnte ich eigentlich alle loswerden. Egal. So, da ist eine Sackgasse und da brennt es mal wieder. Da ist ein Munitionskoffer drin. Lass mal kurz hier gucken. Und da ist ein Geschützturm. Und der legt schnell los. Okay, ich glaube, wir müssen einen Weg an dem Geschützturm vorbeifinden, dass wir den irgendwo deaktivieren können. Schwächen, Spam. Ich mach mal die Spams alle, nehme ich mal mit. Um einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben. War nichts Besonderes. Da ist ein Sicherheitssystem, das sieht gut aus. Und noch mehr Plasma. Sicherheitssystem sieht gut aus. Okay, der Weg ins Ziel, ins eine Ziel ist schnell. Nuke, Nuke. Access granted. So, deaktiviert. Alle Kameras sind aus, während wir hier rumlaufen. Da habe ich auch Schiss, dass die irgendwann plötzlich allesamt auf einmal anfangen, wieder aktiv zu sein. Aber wir haben ja eigentlich alle Sicherheitssysteme dann schon offen. Das heißt, wir können eigentlich jederzeit wieder ausschalten. Die Frage ist natürlich, wie leicht es dann wäre, da wieder hinzukommen, wenn dann alle Kameras aktiv sind und Gegner rumrennen vielleicht. Da wäre die Kamera gewesen. Es ist echt cool. Da hätte man da durch können. So abkürzungsmäßig. Super, jetzt ist hier zu. Gehe ich ja durch die Scheibe.
Da ist ein Mülleimer, den ich rumwerfen kann. Oh, Videosequenz. Die wollte ich noch nicht auslösen. I don't think you want to do that, Mr. Jensen. Disengage lockdown, and whatever demons this station contains are likely to come crashing out on us. Afraid to die, Darrow? Okay. Or just unwilling to face what you've done? Oh, I know what I've done, believe me. I take no pleasure in it. And yet you still did it. I did what had to be done. 20 years ago, I gave the world augmentation technology. I thought I was giving it a bright future, but instead I gave it the means to destroy itself. No law, no UN regulation was going to fix that. People are dying out there. Hundreds of thousands of people driven to the brink of insanity because of you. I had to convince the world. Before today, people believed we should steal fire from the gods and redesign human nature. But human nature is the only thing we have that gives us a moral compass and the social skills we need to live in peace. Destroy it, and you destroy our very species. Don't paint yourself a savior in this. What you're doing is insane. Yes, it is. Is it? Ja. When this is done, the Illuminati won't be able to control men and women like you as they had planned, from the inside out. No one will be able to use the technology I invented to make others into beings they desire. Something we both know has happened already. You think you're Frankenstein? Killing his own monster? Actually, Mr. Jensen, I prefer to think of myself as Daedalus, watching helplessly as his child crashes into the sea. Wow, nette Bildsprache. I'm ending this. Now. You can't. The Okay. signal is being generated from the broadcast center at the base of this facility. Panchea's security system has been programmed to protect it, and will kill you before you even get close. You designed that system, Darrow. You can tell me how to shut it down. But I won't. You think what I'm doing is extreme. You simply don't understand. For humanity to survive beyond this century, it must abandon ill-conceived notions about transcendence and embrace change. But for that to happen, the hard lesson must be learned. Blood must be shed. Okay, hier steht, kann verunsichert werden, wenn sich seine Argumente als falsch erweisen und ist nicht an Widerstand gewöhnt. Gehen wir mal gegen sein Hauptargument durch. You can't force people to change. They have to do it on their own, or they'll end up resenting you for it. And doing it like this, my God, Darrow, it's insane. It is not insane, Mr. Jensen. Tragic, yes. Unavoidable? No. History has shown us again and again that the human race is hidebound and governed by inertia. As a society, as a species, the only way to elicit any kind of reaction from it is through an act of tragedy, a horrible cataclysm. I regret what I have been forced to do, but given what I know about mankind and the dangers facing us, this was the only viable choice. Was ich interessant fand oder finde, ist, dass der gerade rumläuft ohne... Ah, er ist Omega, okay. Dass er rumläuft ohne Krücke. Ich appelliere mal. Fine. Our humanity is threatened because technology is messing with our minds. But how can we recognize this message when we're grieving over the people you forced us to leave behind? Friends and neighbors, people we care about. Is the image of their murders the vision you want us to have? Of course it isn't. I don't want to be remembered as a monster. It was my genius that created the technology. My vision that seduced Zarif and Zhao and all the others who now feed off of it. They seek to stand on the shoulders of my research without comprehending the danger that people like you pose to mankind. People like me. I am the only one with the perspective, the insight, to know what is needed.
Okay, ich habe gesehen, er war ein Omega bisher am meisten. You know, I've always wondered about that leg brace of yours. Why the father of augmentation doesn't have the most basic of implants. Doesn't make much sense, really. Unless he's one of the few people genetically incompatible with this technology. Gotta love Nice. the irony in that. It's the kind of irony that can tear you up inside, bit by bit, every day, until you find yourself despising what you're not. How dare you? You think I've done all this because a fluke of nature robbed me of my chance to become a part of it? I tried everything, damn you. Everything I could think of to change. None of it worked. None of it! So you had to fix it, didn't you? Take back control, make it like it never was. Yes! Yes, that's exactly what I... Ich glaube, wir haben es geschafft. What have I done? Give me the codes, Darrow. Help me stop this. You'll still be in danger. Panchaea's security system, much of it is self-determining and lethal. But if you succeed, if these codes help you turn off the system and reach the broadcast center, tell the world exactly why I did it. Explain to them about the Illuminati, the biochip, Panchaea. Help them understand that the technology I created will not be a future any one of us desires. Nice. Wir haben gerade Hugh Darrow überzeugt. Das war ein verstecktes Achievement auch. Das heißt, die einzige Überzeugung, die wir bisher im Spiel nicht geschafft hatten, war damals bei dieser öffentlichen Rede der Typ. Alle anderen haben wir und das finde ich cool. 2012 ist das Passwort. The codes should help you shut down the Hyron project, Panchaea's security system. When you see it, you will understand. When you see it, you'll understand ist natürlich auch so ein Ding. Diese Sätze, die machen einem immer Sorgen, finde ich. Okay. Achso, ich muss jetzt wieder woanders hin. Richard, the lockdown's disengaged. I'm heading back to the hangar to see if those blast doors are open. Have you been able to raise anyone? I'm picking up several glimmers, but there's too much interference. I think you're on your own, Jensen. Oh mein Gott. Francis, you almost sound like you regret that. Da sind so ein paar Gegner. Bin ich so ein bisschen aufgescheucht? So ein bisschen aufgescheucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche Energie. Und durch die Wand. Geht gerade weiter. Ich hau jetzt einfach alle zusammen. Ich pfeife mir immer einen Energieriegel rein, warte ich, dass er kommt, und dann schlage ich ihn K.O. Die haben ganz gut Schaden angerichtet, aber nur mit ihren Fäusten. Was liegt da noch? Also das Buch, das habe ich schon gelesen. Die haben ganz gut Schaden angerichtet, aber zum Glück nur mit ihren Fäusten, was jetzt nicht so viel war. Hätten die irgendwelche anderen Waffen dabei, wäre es natürlich ein bisschen schlimmer verlaufen. Ein bisschen. Okay. Das ist halt eine große Anzahl Gegner gewesen.
Da gibt es Plasmakapseln, aber da haben wir keinen Platz mehr im Inventar. Das heißt, wir haben jetzt... Oh. Die maximale Zahl Sicherheitskapseln. Plasmakapseln. Ich will eigentlich die beiden hier auf einmal ausschalten. Aber wie erwartet, das Sicherheitssystem wird ausgeschaltet, sofort kommen überall diese wahnsinnigen Gegner. Und es ist natürlich auch interessant, dass die erste Welle dieser Gegner nichts kann, wirklich nichts kann, was den, also ich sage extra die erste Welle, was natürlich erstmal so, man muss dieses man muss überleben Gefühl erzeugt. Also man hat hier 20, 30 Gegner vor sich und hat Schiss vor denen. Und dann realisiert man, die können ja gar nichts. Und dann fühlt man sich selbst sicher und wenn dann die nächste Welle kommt, die dann plötzlich Waffen dabei hat oder sowas, dann hat man ein kleineres Problem. Aber speichern ab. Und beenden den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da und ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.